I remember a few years ago Ich erinnere mich vor ein paar Jahren, when we were delivering food and that type of thing in the desert, you have to go on horses or camels. wenn wir Essen oder andere Hilfsmittel bringen, dann müssen wir, also in der Wüste in Ägypten, müssen wir auf Pferden hingehen. And one of the primary part of our ministry in Egypt is to feed widows and orphans. Und eine der Hauptdinge, die wir mit unserem Dienst tun, ist, dass wir Witwen und Waisen mit Essen versorgen. So we were about 2.5, almost 3 hours into the Sahara Desert, away from any village or any town. Und wir waren so 2,5 bis 3 Stunden weit in der Sahara-Wüste, ganz, ganz weit weg von jedem Dorf oder jeder Stadt. And Paula's horse became frightened. Und Paulas Pferd hat sich erschrocken vor etwas And he bucked her off of the horse. und hat gebuckelt und Paula ist runtergefallen. And she came down very, very hard on a huge rock that was down there. Und sie ist sehr, sehr hart gefallen auf einen riesigen Stein, der da war. And it hurt her tremendously. Und es tat ganz furchtbar weh. But to get back to the village that was 2.5 hours away, she had to get back on the horse. Aber um wieder zurück zum Dorf zu kommen, was so 2,5, 3 Stunden weit weg war, musste sie wieder aufs Pferd. And it was extremely painful. Und es war unglaublich schmerzhaft. But when we got to the village, they did have a clinic. Aber als wir dann zurückgekommen sind zum Dorf, da gab es dann eine Klinik. But and the clinic would have been absolutely professional 100 years ago. Und diese Klinik, die wäre so vor 100 Jahren vielleicht top professionell gewesen. But they didn't know what to do. Aber sie wussten halt gar nicht, was sie machen sollen. They told her she has a bad bruise. Und sie haben ihr gesagt, du hast halt einen ziemlich schlimmen großen blauen Fleck. From her middle of her chest to her backbone, and then from her hip to her underarm was totally black. Also alles vom Brustbein bis zur Wirbelsäule hinten und dann auch von der Achsel bis zur Hüfte war alles schwarz. So she definitely had a bruise. Also hatte sie einen sehr großen blauen Fleck. But we finally got back to our flat. Und dann sind wir zurückgekommen zu unserer Wohnung, Which was 3 hours away. weil es nochmal 3 Stunden weit weg war. And she was in horrible pain. Und sie war in schrecklichem Schmerz. She couldn't sit down, she couldn't lay down, she couldn't stand up, couldn't walk, just nothing. Also es gab nichts, was sie tun konnte. Sitzen war schmerzhaft, stehen, gehen, aufstehen, hinlegen, alles war irgendwie schmerzhaft. And they treated her for 4 days. Und sie haben sie 4 Tage behandelt. Finally, a doctor told me, he says, if you care for her, you'll get her out of Egypt. Und dann hat zum Glück ein Arzt gesagt, hey, wenn sie dir was bedeutet, dann bringst du sie raus aus Ägypten. So we took the next flight out, and the next flight out was coming to Frankfurt, a Lufthansa flight. Und dann haben wir den nächsten möglichen Flug genommen und der ging nach Frankfurt. And when we arrived, then we went to the wonderful clinic at the Frankfurt airport. Und dann, als wir angekommen sind, sind wir sofort zur wunderbaren Klinik am Frankfurter Flughafen gegangen. And they told us what was wrong. Und die haben dann gesagt, was nicht stimmte. They took the X-rays and MRIs and all of those things. Sie haben geröntgt, MRTs gemacht und so weiter. And we discovered that she had 8 broken ribs, Und es kam raus, dass sie 8 Rippen gebrochen hatte. a cracked pelvis, Das Becken war ein Riss drin. blood clots in the lungs, Und es war ein Blutgerinnsel in der Lunge. and 2 of the broken ribs had punctured her lung. Und 2 von den gebrochenen Rippen, die hatten schon die Lunge punktiert. And she had lost almost 2 liters of blood. Und sie hatte ungefähr 2 Liter Blut verloren. And so, which was deadly, basically. Das war im Endeffekt eigentlich tödlich. Now, the blood didn't go anyplace. It was just at the bottom of the lung. Also das Blut war nirgendwo hingegangen, es war einfach so am Boden der Lunge. Of course, she had to go into surgery. Und dann musste sie natürlich operiert And werden. they transferred to the University Hospital, Und sie wurde ins Universitätsklinikum which gebracht. is a wonderful, wonderful hospital. Und das ist ein wunderbares Krankenhaus. And they told me that she would not survive the surgery. Und die Ärzte haben mir gesagt, dass Paula die Operation nicht überleben würde. And that she had almost a zero, maybe no more than 10% chance of survival. Und dass sie eine 0 bis 10%ige Chance vom Überleben hatte. And so we began to pray, Und dann haben wir angefangen zu beten. and we got
people praying from all over the world. Und wir haben Leute überall in der Welt gebeten, mitzubeten. And the next morning, she was still alive. Und am nächsten Morgen war sie immer noch am Leben. And but then they gave me the news Und dann haben sie mir aber berichtet, that she would have to be, if she did survive, dass wenn sie überleben würde, then she would have to be on 24-hour oxygen. dass sie 24 Stunden am Tag mit Sauerstoff versorgt werden müsste. That the ribs would never heal. Dass die Rippen niemals heilen würden. The lung would never inflate. Dass sich die Lunge niemals ausdehnen würde. And that she would be restricted to basically to bed and that was about it. Ja, und dass sie im Endeffekt eigentlich bettlägerig werden würde. And so I felt that this was it. Und ich habe gedacht, das war es jetzt. And the voice of doubt was in my ear. Und die Stimme des Zweifels war in meinen Ohren. Your ministry is over. Dein Dienst ist vorbei. You will never return to Egypt. Du wirst niemals nach Ägypten zurückgehen. And so now you have a choice. Und jetzt hast du die Wahl. Do you abandon your wife to go to a ministry? Wirst du deine Frau zurücklassen, um dem Dienst Or do nachzugehen? you forsake the ministry and stay with your wife? Oder lässt du den Dienst los, um deiner Frau zu dienen? And it was a very difficult time. Und es war eine sehr, sehr schwere Zeit. Of course, I discussed it with her, and obviously I said, okay, our ministry's finished. Und ich habe mit Paula darüber geredet und wir haben gesprochen. Dann habe ich gesagt, ja, der Dienst ist vorbei. It's 100% dead. Und der Dienst ist 100%ig zu Ende. And they said that she would probably have to stay at the hospital at least 4 months. Und die haben gesagt, dass sie mindestens 4 Monate im Krankenhaus bleiben müsste. And then somehow get back to America. Und dann irgendwie wieder zurück nach Amerika gebracht werden würde. But she'd never be able to fly again, Aber sie würde nie wieder fliegen können. ever. Niemals. But again, God had other ideas. Aber wieder mal hatte Gott andere Ideen. Even though it was 100% fatal, so to speak, the ministry, Obwohl es 100% tödlich für den Dienst we summoned gewesen Jesus wäre, anyway. haben wir Jesus gerufen. I said, Lord, I'm not going to abandon my wife. Und ich habe gesagt, Herr, ich werde meine Frau nicht einfach zurücklassen. And you gave us his ministry, Und du hast uns diesen Dienst gegeben. so I'm giving it back to you Also gebe ich ihn dir wieder zurück, to do with this whatever you want. damit du damit machen kannst, was immer du damit tun willst. Well, God began to do some great things. Und Gott hat angefangen, sehr große und gute Dinge zu tun. So to make a very long story short, Um eine sehr lange Geschichte kurz zu halten. 3.5 weeks later, she walked out of the hospital, 3,5 Wochen später ist Paula aus dem Krankenhaus rausgelaufen, totally healed. komplett geheilt. She has had to be on oxygen as much as she is right now. Und sie brauchte so viel Sauerstoff, wie sie jetzt gerade braucht, also gar keinen. 0. And since that time, she has flown about 200,000 kilometers. Und seit es passiert ist, ist sie ungefähr 200.000 Kilometer geflogen. And we are still very much active in Egypt. Und wir sind immer noch sehr aktiv in Ägypten. And so, when Jesus is summoned anyway, Und wenn Jesus trotzdem gerufen wird, he'll be responsive to you for your miracle. wird er dir antworten für dein Wunder. I remember one of the most challenging things that I have ever had to go through. Ich erinnere mich an eine der herausforderndsten Dinge, durch die ich jemals durchgegangen bin. Happened in the country of Colombia. Ist in Kolumbien passiert. My son and I were down there, and he was ministering to a drug cartel people. Mein Sohn und ich waren dort und er hat Leuten in einem Drogenkartell gedient. And we were going over the mountains to go down into the jungles of the Amazon. Und wir sind über die Berge durch so die Dschungel zum Amazon gegangen. But what the terrorists do is, the mountain roads are very narrow. Also die Bergwege da, die sind sehr, sehr schmal. It's just enough for one car. Das reicht gerade so für ein Auto. But what the rebels do is they put rocks in the road. Und was die Rebellen da machen, ist, dass die einfach Steine auf diese Straße legen. Then when you stop to clear the rocks, Dass wenn du halt anhalten musst, um diese Steine aus dem Weg zu they'll räumen, attack you dann kommen sie und dann attackieren sie and dich rob. und rauben dich aus. Well, when he and I were out
clearing the rocks because they put them across the road. Und als wir ausgestiegen waren, um die Steine wegzuräumen, um die Straße wieder frei zu machen, And so while we were clearing, then they attack us und als wir halt den Weg frei gemacht haben, kamen sie und attackierten uns. and stole everything. Und sie haben alles geklaut. And then, just as they were leaving, the leader of the bandits saw a Bible next to me on the seat. Und in dem Moment, wo sie dabei waren zu gehen, hat der Anführer von denen die Bibel gesehen, die neben mir auf dem Sitz war. He says, "You're Catholic," Und dann hat er gesagt, hey, bist du Katholik? because down there they associate Christianity with Catholic. Weil in der Gegend in Kolumbien, da verbinden die Leute halt den Glauben mit Katholizismus. And the Catholic Church works very closely with the government Und die katholische Kirche arbeitet sehr eng mit der Regierung zusammen. on a war against the cartels and against the bandits. Einfach die ganzen Drogenkartelle und so weiter zu And so he bekämpfen. says, "You're Catholic." Und er hat gesagt, hey, du bist Katholik? I said, "No." Und ich habe gesagt, nein. You got a Bible. Und er hat gesagt, hey, aber du hast doch eine Bibel. You're Catholic. Dann bist du doch Katholik. I said, "No." Habe ich gesagt, nee. He said, "Well, who are you?" Dann hat er gesagt, hä, wer bist du? I said, I'm a follower of Jesus." Und ich habe gesagt, ich bin ein Nachfolger von He Jesus. said, Und dann hat er gesagt, aha, you believe that book?" du glaubst an das Buch? Yes, I do believe it. Ja, ich glaube daran. You believe that God gave his son so that people that don't even like him will live. Du glaubst, dass Gott seinen Sohn geben würde, sodass Leute, die ihn nicht mal mögen, leben können? I said, "Yes, I believe that." Und ich habe gesagt, ja, das ist, was ich glaube. He says, "We'll see." Und er hat gesagt, ja, wir werden sehen. Okay. Okay. And so he went away for a few minutes and came back. Und er ist weggegangen für so ein paar Minuten und kam wieder zurück. And he had holding the hand of a little boy, probably maybe 10, 11 years old. Und er hielt die Hand von einem kleinen Jungen, der war vielleicht so 10 oder 11 Jahre alt. He says, "This is my son." Und er hat gesagt, das ist mein Sohn. He broke. Oh, he's my only son. Das ist auch mein einziger Sohn. He broke the rules of the camp. Und er hat die Regeln gebrochen. And now we are taking him to execute him because he broke the rules. Und jetzt nehmen wir ihn und bringen ihn weg, damit er umgebracht werden kann, weil er sich nicht an die Regeln gehalten hat. And I said, "He's just a young boy." Und ich habe gesagt, hey, das ist doch noch ein kleiner Junge. He says, "But he knew the rules." Und der Anführer hat gesagt, ja, aber er kannte die Regeln. And he did not, he knew could not do that. Und er wusste, dass er das nicht tun darf. So now he must suffer. Also muss er leiden. I am the chief and I must set the example. Ich bin der Anführer und deswegen muss ich auch mich an die Regeln halten und ein Vorbild sein. So you're going to go execute him now. Und deswegen gehen wir jetzt und bringen ihn um. Yes, that's correct. Ja, das stimmt. But Aber this man, he's your son? dieser Mann, also der andere Mann, ist es dein Sohn? Hat er Ron Pointing gefragt. to my son. Hat auf den Sohn gezeigt. And at that time, he was maybe 30 years old. Und da war Rons Sohn gerade so 30 ungefähr. And I said, "Yes, he's my son." Ja, und ich habe gesagt, ja, das ist mein Sohn. He says, "Okay, Und dann hat der Anführer gesagt, okay, you say you are a follower of Jesus. du hast gesagt, du bist ein Nachfolger von Jesus. I will give you my son, Ich gebe dir meinen Sohn. and you can set him free or do whatever you want to with him. Du kannst ihn freilassen oder was auch immer du mit ihm machen willst, machen. And then I'll take your son and execute him to pay for my son's crime." Und dann kannst du meinen Sohn nehmen und ich nehme deinen Sohn und werde ihn umbringen für die Fehler, die mein Sohn begangen hat. And I said, "Let me get this straight. Und ich habe gesagt, warte, lass mich das nochmal klarstellen. You'll take my son and execute him, and that will pay for the crime of your son." Du wirst meinen Sohn nehmen und ihn umbringen und das wird dann bezahlen für die Fehler von deinem Sohn. And then you'll set your son free, and no more crimes against him. Und dann wirst du deinen Sohn freilassen und ihn nicht mehr anklagen. He says, "Yes." Und er sagt, ja. I
I said, well, I need to talk to my son. Und dann habe ich gesagt, ich muss mit meinem Sohn He sprechen. says, yes, please. Und er sagt, ja, okay, mach das. So I got together with my son and we discussed it. Also habe ich mich mit meinem Sohn zusammengesetzt und wir haben darüber gesprochen. And then he says, Und er hat gesagt, Dad, I'm ready. Papa, ich bin bereit. And I know this, that 1 second after I'm dead, I'll be in the arms of Jesus. Und er hat gesagt, ich weiß, dass eine Sekunde, nachdem ich sterbe, ich sofort in den Armen von Jesus sein werde. So if we can get an assurance that this boy is going to go, then let's do it. Also wenn wir wirklich eine Absicherung haben, dass dieser kleine Junge gehen gelassen wird, dann lass uns das machen. He said, I'm ready. Und er hat gesagt, ich bin bereit. So I told the leader, Und ich habe dem Anführer gesagt, said, I need to know absolutely that you will set your son free. und ich habe gesagt, ich muss wirklich mit absoluter Sicherheit wissen, dass du deinen Sohn freilassen wirst. He says, I give you my word. Und er hat gesagt, ich gebe dir mein Wort. I said, okay, Und ich habe gesagt, okay, then give me your son and I'll give you mine. dann gib mir deinen Sohn und ich gebe dir meinen. But before the exchange happened, Aber bevor dieser Austausch stattfand, the man started crying. hat der Mann angefangen zu weinen. He says, I just needed to know for sure. Und er hat gesagt, ich musste es einfach nur mit Sicherheit wissen. I needed to know that you were really a follower of Jesus and not a government Catholic. Ich musste wissen, dass du wirklich ein Nachfolger von Jesus bist und nicht einfach nur ein gesetzlicher Katholik. I said, I understand. Und ich habe gesagt, ich verstehe. He says, I don't want your son. Er hat gesagt, ich will deinen Sohn nicht. I said, okay, but Okay. what about your son? Und ich habe gesagt, okay, aber was ist mit deinem Sohn? And he thought for a while. Und er hat für eine Weile nachgedacht. He says, what do you think? Und dann hat er gesagt, was denkst du? I said, I think you should give him a chance to repent Und ich habe gesagt, ich glaube, du solltest ihm eine Chance geben, umzukehren in front of the whole camp. und sich vor dem ganzen Camp zu entschuldigen. And then if he needs to make any compensation, Und wenn er irgendwas wieder gerade biegen muss, then he needs to do that, dann soll er das machen. whether it be working or whatever. Ob das ist, um es wieder gut zu machen, zu arbeiten oder sonst was. And then you should give him a chance to go free and promise not to do what he did ever again. Dann solltest du ihm die Chance geben, dass er frei sein kann und dass er versprechen darf, nie wieder das zu tun, was er getan I hat. said, what did he do? Und dann habe ich gefragt, hey, was hat er gemacht? He says he took the coca leaves that they make cocaine out of. Also der Junge hatte die Blätter genommen, aus denen sie Kokain machen, And he stole these. und hat die geklaut. And he traded these for an animal, like a horse to ride. Und er hat diese Blätter getauscht gegen ein Pferd, weil er gerne reiten wollte. I said, well, did he need the horse? Und ich habe gefragt, braucht er das Pferd? He did, Er brauchte das Pferd. but he's not being punished for taking the horse. Aber er sollte nicht bestraft werden dafür, dass er das Pferd genommen hat, He's being punished because he's a thief. sondern er sollte bestraft werden, weil er ein Dieb war. It wouldn't have mattered whether he stole a loaf of bread or a bag of gold. Das wäre egal gewesen, ob er einfach nur ein Laib Brot oder einen Beutel voll Gold geklaut hätte. It's the same punishment. Das ist die gleiche Strafe. I said, well, why don't you do this? Und ich habe gesagt, warum macht ihr nicht das hier? Have him apologize to the camp Sorgt dafür, dass er sich dem Camp gegenüber entschuldigt and offer the horse back to the camp und bietet an, dass das Pferd wieder zurückgegeben wird. and then promise that he will not steal from the people again. Und dann soll er versprechen, dass er von diesen Leuten nicht nochmal stiehlt. And while I was thinking about this, I was saying, you're talking about cocaine. Und während ich so drüber nachgedacht habe, habe ich gedacht, wir Ja. reden hier über Kokain. How can this be on the same level of stealing a loaf of bread? Wie kann das auf dem gleichen Level sein, wie ein Brot zu klauen? And I never did get an answer from that. Und ich habe da nie eine Antwort drauf bekommen. Of
course, I was more concerned about the boy at that time. Aber mir ging es auch mehr um den Jungen. And so I just kind of said, well, Lord, you'll have to take care of this cocaine thing. Und dann habe ich gesagt, Herr, du musst dich da um dieses Kokain-Ding kümmern. And we'll see what we can do about the boy. Und wir gucken, was wir mit dem Jungen machen können. And I said, and this is my recommendation. You let the boy go, let him apologize and say he'll never do it again, and go from there. Und ich habe dann gesagt, ich sage halt, okay, das ist meine Empfehlung. Der Junge entschuldigt sich und ihr lasst ihn gehen und dann gucken wir mal weiter. So he agreed, and the boy was let to go free, and my son was safe. Und dann hat er zugestimmt und der kleine Junge wurde freigelassen und mein Sohn war auch sicher. But Aber it was 100% guaranteed that this was a black hole that I was entering. Aber es war 100% garantiert, dass ich da in so ein schwarzes Loch reintrete. My son was dead, Mein Sohn war quasi tot. as far as the mind said. So weit wie man das mit dem Kopf begreifen kann. As far as the heart said, he's gone. So weit wie das Herz das verstanden hat. And I'm left with a drug cartel boy. Und ich werde zurückgeblieben mit einem Jungen aus einem Drogenkartell. That's not a good trade. Das ist kein guter Handel. But Lord, I summon you. Aber Herr, ich rufe dich an, Even though there's no hope, there's no chance, auch wenn da keine Hoffnung und keine Chance für irgendwas ist, I call upon you. dann rufe ich zu dir. And the amazing thing about it is that he came. Und das wunderbare Ding dabei ist, dass er wirklich kam. And he came and made a difference. Und er kam, er hat einen Unterschied gemacht. That man accepted Christ. Dieser Mann, also der Anführer, hat Jesus angenommen. Not then. Nicht dann. My son went down into the Amazon Mein Sohn ging runter zum Amazon and he built a church, und hat da eine Gemeinde aufgebaut. a combination church and medical clinic. Eine Kombination aus Gemeinde und medizinischer Versorgung. And when he was almost finished, Und als er fast fertig war, these guys showed up. kamen die Jungs wieder an. And they left their guns outside and actually came into the service. Und die haben ihre Waffen draußen gelassen und sind reingegangen für den Gottesdienst. And 4 of the 6 accepted Jesus. Und that 4 night. von 6 Leuten haben Jesus angenommen. They abandoned their drug cartel ways Und sie haben ihre Drogendealer-Wege verlassen and actually became witnesses to them throughout the Amazon. und wurden zu Evangelisten, die halt Zeugnis geben zu den Leuten, die Drogen dealen. And that man, that leader of that village, Und dieser Mann, der Leiter von dem ganzen Dorf, is now the pastor of that church. ist jetzt der Pastor von dieser Gemeinde. God works in mysterious ways. Gott handelt wirklich in mysterischen Wegen. What about your life? Wie ist es bei deinem Leben? Are you faced with a guaranteed death? Stehst du einem garantierten Tod gegenüber? Maybe you've had a not so good report from the doctor. Vielleicht hast du einen schlechten Bericht oder eine schlechte Info von einem Arzt bekommen. Heart problems, Herzprobleme, cancer, Krebs. a situation where no medicine will help. It is guaranteed death. Eine Situation, wo keine Medizin mehr hilft, wo Tod garantiert ist. Maybe a death of your business. Vielleicht der Tod von deinem Geschäft, That economically things just have not been working. dass ökonomisch Dinge einfach nicht funktioniert haben. And it's to the point that there is no hope. Und es ist an dem Punkt, wo es einfach keine Hoffnung mehr gibt. There is no way that it will survive. Es gibt einfach keine Möglichkeit, dass es noch hinhauen kann. The business is dead. Dein Geschäft ist tot. Maybe a relationship with your son or your daughter. Vielleicht die Beziehung mit deinem Sohn oder deiner Tochter. It's been going bad for a long time. Und es ist schon seit einer langen Zeit nicht mehr gut. But now Aber jetzt the relationship is over. ist die Beziehung vorbei. A permanent break between your son or your daughter. Ein endgültiger Bruch mit deinem Sohn oder deiner Tochter. It cannot survive. Da kann nichts überleben. Total death. Totaler Tod. Maybe your own marriage. Vielleicht deine eigene Ehe.
between your husband or wife. mit deinem Ehemann oder deiner Ehefrau. It's been disintegrating for years, Vielleicht habt ihr euch in den letzten Jahren auseinandergelebt, but now 100% death. aber jetzt 100%ige Todeschance. Jesus was summoned even even when it was 100% death. Jesus wurde gerufen, selbst als es bei 100%iger Todeschance war. It doesn't make sense. Das macht keinen Sinn. The logic is gone. Die Logik ist weg. Why do you summon Jesus when it's impossible for recovery? Warum rufst du Jesus, wenn es unmöglich ist, dass es zu einer Genesung führt? But Lucretia would not have been healed Aber Lucretia wäre nicht geheilt worden, unless Jesus would have been summoned wenn Jesus nicht gerufen worden wäre. at a time of the impossibility. In der Zeit, wo es unmöglich schien. Summon him today. Ruf ihn heute. He will respond. Er wird antworten. That doesn't mean that things will change. Das bedeutet nicht unbedingt, dass sich Dinge ändern. That's up to him. Das ist sein Ding. But it's guaranteed that it won't change unless you summon him. Aber es ist garantiert, dass es sich nicht ändern wird, wenn du ihn nicht rufst. And so this morning, we're going to give you an opportunity to summon your master. Und deswegen wollen wir dir heute Morgen eine Chance geben, deinen Herrn zu rufen. If there is a death in your family, Wenn es well, irgendwie Tod in deiner Familie gibt, a guarantee of physical death, eine Garantie von körperlichem Tod, of relationships, Beziehungen, marriage, Ehen, personal finances, persönliche Finanzen, business, dein Geschäft that there just is no hope, und es gibt einfach keine Hoffnung, then we need to summon Jesus this morning. dann müssen wir jetzt zu Jesus rufen. So if you have that death in your life that you're associated with, please stand. Also wenn du diesen Tod in deinem Leben hast, mit dem du irgendwie verbunden bist, dann steh gerne auf So we're going to have a special prayer for you. und wir wollen für euch beten. You don't have to tell me your problem. Ihr braucht mir nicht das Problem zu erzählen. Jesus knows already. Jesus weiß es schon. It's being recorded already. Er hat es schon aufgeschrieben. Now he says, I'm on my way. Und jetzt sagt er, ich bin auf dem Weg. And we're going to summon him right now. Und wir werden ihn jetzt rufen. And this is going to be the beginning of a brand new life for you. Und das wird der Anfang eines brandneuen Lebens für dich. The fever will break. Das Fieber wird runtergehen. The death will stop. Dem Tod wird Einhalt gebieten. And you will be renewed. Und du wirst erneuert werden.